Heute nähen wir ein einfaches schulterfreies Top mit Raffungen für den Sommer. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana und heute zeige ich euch, wie wir ein cooles Bandeau-Top mit Raffungen nähen und das Schritt für Schritt. Gerade als wir dachten, dass alle Trends der 90er wieder neu aufgelegt wurden, fangen wir wieder mit dem Bandeau-Top nähen an. Denn nach dem Batiken, den Scrunchies und den Bucketheads feiert jetzt das schulterfreie Oberteil sein Revival. Nicht zu Unrecht, wie ich finde, denn bei diesen tropischen Temperaturen sind sie nicht nur super angenehm zu tragen, sie sind auch noch super einfach zu nähen. Also auch für die NähanfängerInnen unter euch geeignet. Das ganze Top besteht nämlich nur aus geraden Nähten und damit ist es wirklich ein Kinderspiel. Das Beste ist, dass das Bandeau-Top wendbar ist, das heißt innen und außen haben wir jeweils einen anderen Stoff, wenn ihr möchtet, und damit habt ihr zwei Bandeau-Tops in einem. Wenn ihr direkt mitmachen möchtet, dann ladet euch das Schnittmuster einfach über den Link in der Beschreibung herunter und dann kann es direkt losgehen. Folgt mir einfach Schritt für Schritt, macht alles genauso nach, wie ich es vormache, wiederholt so oft ihr möchtet, pausiert, wo ihr es braucht, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns mal losnähen, aber bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil der nächsten Schnittmuster-Kollektion mehr verpassen. Ja, dann würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Bandeau-Top nähen. Wenn ihr auch einen Wendetop aus dem Bandeau-Top machen möchtet, dann habt ihr für innen und außen einen verschiedenen Stoff gewählt. Und die beiden zusammenpassenden Paare aus Vorder- und Rückteil legen wir jetzt einmal rechts auf rechts hin und stecken dann die Seitennähte aufeinander. Ich habe jetzt also zwei Teile hier mit einem gepunkteten Muster, die ich aufeinander lege, und mein zweites Paar ist aus einem Blümchenstoff. Auch da stecke ich beide Seitennähten einmal zusammen. Wir stecken also in Summe 4 Seitennähte. Wichtig ist aber, dass ihr bei einer von diesen Seitennähten eine Wendeöffnung lasst und die könnt ihr euch gerne mit 2 Quernadeln markieren. Die Wendeöffnung sollte ca. 10 cm groß sein und ihr näht dann einfach nur bis zu der ersten Nadel und ab der zweiten Nadel wieder bis nach unten, sodass eben eine kleine Öffnung bleibt. Wir nähen mit einem Doppelsteppstich, also einem einfachen Geradstich und einer Stichlänge von 2,5. Die Nahtzugaben betragen bei diesem Projekt die ganze Zeit 1 cm. Hier nähe ich jetzt die Wendeöffnung, das heißt, ich habe verriegelt genau bei meiner Naht und verriegel sonst immer nur am Anfang und am Ende. Alle 4 Seitennähte wollen wir jetzt bügeln. Erst bügeln wir die Naht einmal platt. Und anschließend bügeln wir die Nahtzugaben auseinander. Das heißt, mit der Spitze des Bügeleisens falten wir die Nahtzugaben jetzt nach rechts und links von der Naht. Nutzt auch gerne etwas Dampf und schaut, dass diese Nähte möglichst glatt liegen. Auch bei der Wendeöffnung bügeln wir die Nahtzugaben auseinander. Wir haben jetzt also 2 Schläuche genäht, entweder aus 2 verschiedenen Stoffen oder aus einem Stoff, wenn ihr es eben nicht zu einem Wendetop machen möchtet. Und dann stecken wir den einen Schlauch in den anderen, so dass unsere Stoffseiten mit den rechten Seiten aufeinander liegen. Und die obere Kante, die sollte jetzt miteinander abschließen. Als erstes stecke ich mir dann meine Nahtzugaben genau aufeinander, so dass eben die Seitennähte genau aufeinander liegen. Das mache ich bei beiden Seiten. Und dann verteile ich die Strecke dazwischen und stecke mir ringsherum einige Stecknadeln. Diese gesteckte Strecke werden wir jetzt einmal ringsherum schließen. Achtet, wenn ihr über die Seitennähte näht, darauf, dass die Nahtzugaben immer noch so schön auseinander liegen, wie wir sie zuvor gebügelt haben. Und das bei beiden Stoffseiten. Guckt dafür auch gerne nochmal unter den Stoff, ob sich alles richtig verhält, denn dann wird die Naht am glattesten. Um auch hier eine möglichst schöne Kante zu erzeugen, werden wir jetzt die Nahtzugaben als erstes einmal auseinander bügeln. Und anschließend falten wir dann einmal genau eine schöne Stoffkante dort, wo wir diese Naht jetzt gerade genäht haben, und bügeln die Kante schön platt. Als nächstes möchten wir auch noch den Saum verstürzen. Dafür brauchen wir jetzt auch unsere Wendeöffnung.
Wir werden als nächstes einmal 1 cm von unserem einen Teil hier mit Punkten und 1 cm von hier dem Teil mit Blümchen umklappen nach innen, durch die Wendeöffnung greifen, diese beiden Zentimeter fassen und die beiden Lagen, so wie sie jetzt sind, und zwar rechts auf rechts, aufeinander stecken, sodass wir auch hier ringsherum den Saum stecken und gleich nähen können. Dabei stecke ich auch hier einmal meine Seitennähte aufeinander, sodass die Nahtzugaben immer noch schön umgefaltet sind. Und nehme dann immer ein Stückchen mehr von meinem Saum heraus, den ich dann aufeinander stecke. Ziehe mir immer etwas weiter und weiter, bis ich einmal ringsherum gesteckt habe. Und dann nehmen wir diese Teile eben auch rechts auf rechts aufeinander. Wo ich anfange zu nähen, ist egal. Wir nähen dann einmal ringsherum, bis wir wieder da angekommen sind, wo wir angefangen haben. Und nehmen uns immer ein bisschen weiter den Stoff vor unsere Nähmaschine. Bis ihr die Naht dann wieder seht, die ihr eben gestartet habt. Und da verriegeln wir dann wieder. Dann können wir unser Oberteil einmal durch die Wendeöffnung komplett wenden. Und auch hier falten wir uns einmal eine schöne Stoffkante genau bei der Naht und bügeln einmal scharf ringsherum. Als nächstes können wir die Wendeöffnung schließen. Dafür legen wir einmal unsere Kante, die wir ja schon zuvor umgebügelt haben, genau aufeinander und steppen die dann gleich knappkantig ab, also ganz nah an der Kante. Dazu stecken wir uns jetzt ein paar Stecknadeln. Alternativ könnt ihr diese Öffnung auch mit ein paar Handstichen schließen, dann ist sie noch unsichtbarer. Ich mache das jetzt mit der Maschine und einfach mit einem Nähgarn, was ziemlich hier untergehen wird und man es so dann später nicht mehr sieht. Ich verriegel am Anfang und steppe dann wirklich ganz nah hier von meiner Kante entfernt einmal nur auf Höhe der Wendeöffnung rüber und verriegel dann auch dort, wo die Wendeöffnung endet. Schaut, so gut wie unsichtbar. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Raffung vorzubereiten. Dafür müsst ihr euch einmal eure Linien, die für diese Tunnel, die wir jetzt fertigen, auf dem Schnittmuster gedacht sind, auf euren Stoff übertragen. Gerne mit einem Kreidestift, der sich mindestens mal rauswaschen lässt oder sogar beim Bügeln verschwindet. Und all diese Linien werden wir jetzt einfach mit geraden Nähten ringsherum um das gesamte Oberteil absteppen. Das machen wir jetzt also nach und nach, bis wir alle von diesen Linien einmal auf unseren Stoff gesteppt haben. Dann haben sich also so kleine Tunnel ergeben und oben ein breiterer für das breite Gummiband. Wichtig ist jetzt als nächstes, dass wir diese Tunnel bei einer Seite von unseren Seitennähten, genau zwischen den Nähten, die wir jetzt gerade gefertigt haben, einmal aufschneiden. Und dafür trennen wir einfach nur die paar Fädchen von unserer Naht auf, nicht den Stoff, nur die Naht, immer im Bereich eines Tunnels, damit wir also da jetzt eine Öffnung haben, um gleich dann unsere Gummibänder genau dort einzufädeln. Die Öffnungen von den schmalen Tunneln sollten jetzt also so 0,5 cm oder etwas größer sein und oben die, wenn euer Gummiband auch 2,5 cm breit ist, dann eben etwas breiter als 2,5. Keine Sorge, diese kleinen Öffnungen, die werden wir später wieder schließen und dann wird man die auch gar nicht mehr sehen. Jetzt brauchen wir die aber alle. Schneidet jetzt bitte alle Öffnungen für die verschiedenen Tunnel einmal auf. Dann benötigen wir jetzt einmal unsere Sicherheitsnadel. Die sollte möglichst stabil sein und möglichst klein und sich nicht so leicht öffnen lassen, denn wenn wir erstmal das Gummiband eingefädelt haben, dann soll die unter allen Umständen bitte geschlossen bleiben. So, und dann fädeln wir also die Gummibänder nach und nach in die Tunnel, die wir gefertigt haben, ein. Ich fange hier einfach auf der Mitte an, schiebe meine Sicherheitsnadel voraus in den Tunnel und ziehe dann auch hier mein Ende einmal rein. Dann nehme ich mir jetzt zum Beispiel eine Schere dazu oder einen kleinen Stift nehmen, dann geht es ein bisschen einfacher für den Anfang.
Und dann führe ich die Sicherheitsnadel nach und nach durch den Tunnel, raffe den Stoff zusammen. Und ganz wichtig ist, dass wir schauen, dass wir das Ende hier nicht verlieren, denn das Gummiband ist ja deutlich kürzer als der Umfang von dem Oberteil, damit sich eben das alles schön zusammenraffen kann. Und wenn man jetzt nicht darauf achtet, das Ende zu behalten, dann flutscht einem das irgendwann in den Tunnel. Und das möchten wir nicht. Also das Ende immer zum Beispiel schön festhalten oder mit einer Stecknadel feststecken und dann einmal so lange die Sicherheitsnadel mit dem Gummiband durch den Tunnel ziehen, bis wir wieder aus der gleichen Öffnung herauskommen. Dann könnt ihr schon einmal gucken, aber bitte die Enden nicht verlieren, dass ihr den Stoff gleichmäßig verteilt auf dem Gummiband, die Sicherheitsnadel dann entfernen und bei den dünnen Gummibändern können wir jetzt einfach einen Knoten machen in die beiden Enden. Gerne dreifach verknoten, damit das auch auf jeden Fall hält, denn wenn wir den Tunnel erst geschlossen haben und das Ende dann auch versteckt haben von unserem Gummiband, dann möchten wir da ja nicht mehr dran und es soll auf keinen Fall aufgehen. Also ich mache jetzt 3 Knoten übereinander. Und dann könnt ihr anschließend einmal eure Enden mit zum Beispiel wieder so einer kleinen Schere oder einem Stift in das Ende vom Tunnel schieben, sodass der Knoten jetzt gar nicht mehr rausschaut. Zieht dann bitte nach und nach alle Gummibänder, genau wie ich es jetzt vorgemacht habe, in die verschiedenen Tunnel, auch das breite. Wenn das eingefädelt ist, dann sieht das so aus und die Enden, die sind so breit, die können wir nicht einfach verknoten. Ich habe jetzt die Sicherheitsnadel entfernt und lege meine Enden überlappend aufeinander und werde da mit der Nähmaschine jetzt noch einmal drüber steppen. Zieht euch beide Gummibandenden schön so ein Stück aus eurem Tunnel, damit ihr da gut drankommt. Legt die Enden dann überlappend aufeinander und näht dann mehrfach, wirklich bestimmt 10-mal gerne, hin und zurück auf eurem Gummiband, damit diese Enden wirklich auch sehr reißfest sind und die Naht nicht aufgeht, denn auch die wird gleich in dem Tunnel versteckt und die soll unter keinen Umständen aufreißen. So, als letztes müssen wir dann nur noch unsere offenen Tunnelenden, wo wir ja die Knoten und jetzt auch das Vernähte hier noch gerne versteckt haben, schließen. Und das können wir jetzt mit ein paar Handnähstichen machen. Ich habe jetzt hier eine Nähnadel eingefädelt, habe in das eine lange Fadenende einen Knoten gemacht und kann jetzt hier einmal bei meinem größeren Tunnel anfangen. Da könnt ihr das am besten erkennen. Ich steche einmal von unten nach oben in meinen Stoff ein und vernähe dort einmal mein Fadenende. Dafür habe ich einmal auf der Stelle durchgestochen und bin mit der Nadel dann durch die entstandene Schlaufe gegangen. So, das wiederhole ich noch einmal, damit das Fadenende schön fest sitzt. Und dann gehe ich immer in meinem Stoffbruch, den ich ja oben und unten habe, herein. Komme ein paar Millimeter später, jetzt links davon wieder heraus aus dem Stoffbruch. Gehe dann da genau gegenüberliegend in den anderen Stoffbruch gegenüber. Und werde auch hier die Nadel in dem Stoffbruch so ein paar Millimeter weiter entlang führen. Dann steche ich wieder heraus, steche in den anderen Stoffbruch genau gegenüberliegend wieder ein und mache jetzt so die ganze Zeit weiter, denn so wird die Naht unsichtbar. Mit dieser Technik schließen wir dann all unsere kleinen Tunneleingänge und wenn wir fertig sind und die Strecken geschlossen haben, dann vernähen wir wieder. Ich nähe einmal auf der Stelle, gehe dann wieder mit meiner Nadel durch die Schlaufe, die entstanden ist. Dann den Faden nur noch abschneiden und ja, einmal sicherstellen, dass alle Öffnungen jetzt geschlossen sind. Das war der letzte Schliff. Und damit könnt ihr es jetzt anziehen und mal schauen, welche Seite von eurem Wendetop euch am liebsten ist. Ja, das war's auch schon. Einfacher als es aussieht, oder? Angesichts der vielen Vorzüge, die das Bandeau-Top so mit sich bringt, ist es doch wirklich ein Wunder, dass es so lange auf sich warten ließ. Dazu kombinieren könnt ihr übrigens super gut eine Jeanshose, wie zum Beispiel mit dem Dina Jeans Schnittmuster, oder wenn es ein etwas umfangreicheres Projekt sein soll, dann empfiehlt sich auch das Jeansjacken-Schnittmuster, The Jean Jacket. Teilt super gern eure Resultate unter dem Hashtag Juliana Matthäus on me und dann freue ich mich aufs nächste gemeinsame Nähen.
Also bis bald, fühlt euch gedrückt.